Ja. Das ist wahrscheinlich arschlaut, wir segeln nur mit Großgrad. Auch nur gerefftem Groß. Und heute ist ein schöner Segeltag. Alles ist salzig von unserer Überfahrt gestern. Und die gröbste Sache machen wir ein bisschen sauber. Guck mal, zu was für eine Aussicht da. Der hat den Brocken auch. Ich hätte es nicht schöner malen können. Ja. Jedenfalls alles ist salzig. Jetzt habe ich gerade schon die Windschutzscheibe ein bisschen sauber gemacht. Und die Solarpaneele. Weil heute ist ein super schön sonniger Tag. Es ist zwar echt kalt, weil es ein kalter Nordwind ist. Aber die Sonne scheint trotzdem. Richtig warm. Und dass wir noch ein bisschen Energie kriegen. Oder ein bisschen was von der Energie der Sonne klauen können, machen wir noch ein bisschen die Solarpaneele sauber. Da segelt schon der erste los. Der ist schnell. Ich glaube, der ist neben uns gestern auch gesegelt. Und der war schnell. Ja, jetzt haben wir hier in Kalb. Wann sind wir gestern auch gekommen? 4? Nee, 3, 4? So um 3, ja. Also halb 3, da haben wir was gegessen. Dann haben wir uns noch kurz ausgeruht, dann sind wir noch kurz in die Stadt. Gell? Sind wir da mit dem Dingi. Unser Motor, ne? Geht ja nicht mehr. Ist ja nur noch irgendwie eine Hülle, da ist nichts mehr drin, muss man gleich filmen. Da ist nichts mehr, da ist kein Ortzugskabel mehr, da ist kein Tank mehr. Sind wir da ums Eck da gerudert. Und es ist ein Fischereihafen, aber ein Yachthafen. Und da haben wir dann Diesel noch gekriegt. War ein super lieber älterer Mann, der hat uns sogar noch geholfen, das Dingi an Land zu ziehen. Oder auf den Steufelsen. Und ja, dann waren wir noch beim Lidl. Haben uns noch Glühwein gekauft. Weil wenn wir jetzt dann heute Abend oder morgen irgendwo ankommen, kannst du jetzt kein Gin Tonic mehr trinken. Das macht keinen Spaß. Also gibt's mal einen Glühwein. Wind ist da. Kim ist auch schon ready. Ja. Die Kim ist drauf. Meine 2 Babys sind drauf. Raya und Kim. Und dann noch ein Felsbrock im Hintergrund. Ein Felsbrocken, der ist wichtig. Ja, warte. Und wenn der Wind so gut ist wie jetzt, dann machen wir noch ein bisschen Strecke. Und dann haben wir 2 Tage Pause, dann kommt ein starker Westwind. Ja, kommen wir nicht weiter, weil wir müssen in der Weste. Genau. Und dann kommt aber noch mal eine Variation an unterschiedlichen Winden. Und dann werden wir es nach Almerimar schaffen. Und dann haben wir unser Ziel, 1. Dezember, Almerimar, geschafft. Obwohl, wenn es so Tage sind wie heute und es so perfekter Wind und die Sonne scheint, es ist einfach nur kalt, dann könnte ich mir vorstellen, gerade wieder zurück nach Griechenland, eine Pita essen. Mamos trinken, gell? Mamos, vielleicht ein warmes Mamos. Nee, das ist jetzt nicht. Aber tagsüber, wenn die Sonne scheint, ist doch okay. Ist wunderschön. Also es gibt ja einige, die segeln auch durch den Winter. Nee, also sorry, aber es gibt so viele Tage, die sind so Ja. elendig, muss man leider sagen. Ja. Es ist arschkalt, man ist müde, das Wetter ist scheiße, dann sind wir ja durch ein Gewitter gesegelt. Dann, nee, muss ich nicht haben, muss ich echt nicht haben. Dann haben wir langsam ein Feuchtigkeitsproblem im Boot, wenn es so kalt wird. Ja, leider. Das ist auch nichts. Also ohne Dieselheizung würde ich das nicht machen. Ja, muss man vielleicht doch noch überlegen, ob man sich eine Dieselheizung ausschaut. Naja. Ich mache jetzt mal noch so. ein Aber das ist bisschen. jetzt Meckern auf unfassbar hohem Niveau. Ja, Und immer nur im Hinblick, wie es im Sommer war. ja. Und wenn man sich dann wieder bewusst wird, dass wir es Mitte November haben und dass es bei seiner Schwester und seiner Tante schon geschneit hat, ja. dann ist man wieder dankbar dafür, dass man jetzt das hat mit der Sonne und sowas. Ne? Cool. Also es ist Meckern auf ganz hohem Niveau. Ja. Und wir sind 20 Stunden am Tag positiv und haben zwischendrin mal unsere 5 Minuten. Ja, aber das muss man halt auch mal ehrlich sagen. Es ist halt dann, wenn dann die Sonne nicht mehr scheint, dann wird es unfassbar Kalt und unangenehm. Und dann will man eigentlich Dann will man eigentlich auf dem Boot ja, sein, aber es soll warm sein. aber in der Marina mit Heizung. Ja. Du kannst halt auch mit 24/7 den Generator durchlaufen lassen. Das ist halt auch blöd.
Und als ich heute Morgen jetzt aufgestanden bin, was heißt heute Morgen, wir haben echt lange heute geschlafen, bis um 9. Oh ja, aber es Da war hatten- nötig. Es war so nötig. Da hatten wir 12 Grad im Boot. Ja, das geht aber. So, aber 12 Grad ist halt schon eine Nummer, ne? Also, Ja. naja. Jedenfalls Aber wir kriegen das hin. Grüße gehen raus noch an Gisela und Fabienne mit dem ersten Schnee. Ja. Das haben sie mir die Woche per WhatsApp geschickt. Grüße gehen raus an Robert. Jetzt weiß ich, wie die Überfahrten waren. Stimmt, ja. Hat nämlich gerade noch geschrieben, wie die Überfahrten waren. Grüße gehen raus an Robert. Ja. Der hat dieselbe Strecke auch vor nächstes Jahr. Ja. Deswegen würde das sehr gut verfolgen. Ja, von Griechenland nach Gibraltar Ja. und dann weiter Im November. im November. Naja. Macht Schafft ihr- Spaß. Es macht- geht, ja, es macht geht, Spaß. es geht, es geht. Ja. Aber man muss halt sagen, dass der Golf von Lyon, beziehungsweise jetzt, ich habe es wahrscheinlich falsch ausgesprochen, aber dass die Ecke, wo die ganzen Balearen drin liegen, also da baut sich eine Welle auf, ist schon anders da. Ja, muss man gucken. Muss man halt richtiges Wetterfenster aufpassen. Gut, Gut. wir sabbeln schon sehr lange. Ja. Das ist kein Sabbelding. Muss auch mal sein. Muss auch mal sein. Also, Ade. Mach die Ankerwäsche an. So, ist wahrscheinlich arschlaut. Wir segeln nur mit Großgrad. Auch nur gerefft im Groß. Bis zum Amelzeichen. Oh. Wir haben teilweise 25 in der Böe. Fallwinde. Kim ist auch dabei. Also richtig schöne Fallwinde hier. 26, da brauchen wir fast gar kein Genua rausziehen. Segeln wir mal so ganz gemütlich. Wird ein Halbwind, Raumwindkurs. Wenn sich ein bisschen beruhigt, dann ziehen wir vielleicht noch ein bisschen Genua raus. Jetzt ist gerade echt ein schöner Segeltag. Oder heute ist ein schöner Segeltag. Klar ist ein bisschen viel Wind, aber wir sind so dicht unter Land, fast keine Welle. Das sind echt nochmal schöne Momente, bevor die Saison für uns auch zu Ende geht. Beziehungsweise sie geht ja, dann geht es wieder Lager dann schon Saisonende, das stimmt schon. Aber ist schön, heute wird wieder nochmal ein bisschen mehr selber gesteuert. Ja. Kim macht gerade Mittagessen. Jetzt segeln wir einfach mal so lange, wie wir Lust haben. Wenn wir keine Lust mehr haben, dann suchen wir uns eine Bucht, schlafen oder auch nicht, oder fahren durch, je nachdem, wie wir lustig sind. Autopilot steuert gerade. Vielleicht habe ich mal nach dem Wetter geguckt, aber ich übernehme gleich wieder. Wir haben so zwischen, es schwankt ein bisschen, zwischen 16 und 30. Schwankt ein bisschen zwischen 60 Grad und 120 Grad, haben wir ja schon 150 Grad. Deswegen habe ich jetzt einen Kompromiss gemacht. Ich lasse die Genua relativ dicht, so eher schon für 60 Grad getrimmt. Und das Große habe ich ziemlich weit draußen. Somit kann ich dann besser ein bisschen die Böe aussteuern. Macht wahrscheinlich wenig Sinn, alles was ich erzähle, aber ist egal. Wir kommen gut vorwärts und es ist sagenhaftes Wetter, ne? Ich gehe mal mit euch raus, Jungs. Zeige euch das hier mal. Mich versteht man wahrscheinlich nicht. Hier macht mich im Auge, ich bin jetzt zwar längst sicher, aber ich habe immer eine Hand am Boot. Zack. Hinter mir das spanische Festland. Herrliches Wetter, sage ich euch. Herrlich! Manchmal liebe ich das Leben so dermaßen. So ein schöner, klarer Himmel. Wir haben mittlerweile nicht noch ein paar Wölkchen gebildet, aber es ist sagenhaft. Kim ist sagenhaft, ist sagenhaft. Segel stehen gut und wenn die Segel gut stehen, bin ich eh immer glücklich. Was noch viel witziger ist, dadurch, dass wir so nah an der Küste segeln, da haben wir schon ein bisschen Lage. Ich sehe gerade. Dadurch, dass wir so nah an der Küste segeln, ist es halt ein Schwell. Das ist ein leichter Windschwell. So, das ist so minimal. Das geht super. Geht super. Outfit of the Day.
Henry Lloyd Hose, wasserdicht. Latzhose, Mützle. Dann ein Vlies. Und drunter habe ich lange Unterwäsche auch. Also langes Unterhemd. Und langes Thermokleidung. Entschuldigung, meine Frau korrigiert mich. Thermokleidung. Und was haben wir noch? Ein langes Unterhösle. Und dann noch die normale Buchs, gell? Klar. Dass das Pipi nicht gleich in die Thermos-Unterwäsche kommt. Ich schon klar, dass das nicht mehr so Video landen wird, Alles klar, wird nicht im Video landen. Tschüss! Sag's euch, ich steuere ja selber. Der Titel von dem Video, der muss lauter. Viel Wind, aber keine Welle. Das macht so Spaß. Es ist so geil. Es ist so geil. Wir haben nichts draußen an Tuch. Ein Drittel geht nur. Ein Drittel, ein halbes groß. Ein halbes groß, sind wir ehrlich. Ein halbes groß. Nicht wirklich perfekt getrimmt, aber wir surfen ja mit 9 Knoten rum. Ne? Das ist fest. Das ist fest. Kim ist gemütlich am Lesen. Ab und zu ballert es mal mit 30 Knoten. Aber keine Welle. Agilas. Ja, außer Border ist immer noch kaputt. Der wird dann nicht mehr wieder belebt wahrscheinlich. Der ist durch. Aber ich habe das Rudern für mich entdeckt. Macht mir super viel Spaß. Wow, 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 your boat. So, wir sind noch in Agilas, gucken uns heute ein bisschen die andere Seite der Stadt an, machen eine kleine Wanderung, gehe später vielleicht noch was essen und einkaufen. Ja. Hintergrund sieht man noch das Boot, das ist das einzige Segelboot in der Bucht. Heute ist ein bisschen bedeckt. Kalt ist, aber ist ganz schön. Ja. Guck mal wieder eine Blume da, das ist schön. Das war mein Ende. Einfach mal spontan kostenloses Museum gefunden. Stand nirgendwo, dass es das hier gibt. Jetzt sind wir einfach random hier dran vorbeigelaufen. Jetzt gucken wir mal, was es hier gibt. Ich habe schon gesehen, da gibt es ein Aquarium. Das gucken wir uns nicht an. Dann weigere ich mich. Aber das Schiff kann man sich angucken. Fischvorder. Vorder. Voll toll. Cool.
breche den Weg jetzt ab. Mehr gut mehr. 4 Kilometer sind wir jetzt gelaufen und uns gefällt der Weg einfach nicht. Passt uns einfach irgendwie nicht. Vor allem zurücklaufen würden wir wieder an der Hauptstraße entlang. Und jetzt gehen wir zum Decathlon, dann gehen wir zum Aldi. Und dann laufen wir noch die Burg hoch. Das haben wir jetzt gesagt, das machen wir jetzt dann Ja, heute dann noch. kommen wir auf 10 Kilometer. Es geht ja nicht darum. Also es ist ja kein... Der Weg ist nicht schön. Nee, der ist echt nicht schön. Gefällt uns nicht. Deswegen brechen wir das jetzt Ganze jetzt ab. Ja, absegeln 2025. 26. November, 9 Uhr. Ja. Circa 9 Uhr. Segeln jetzt von Agilas Agilas nach Almerimar. nach Almerimar. Wenn wir es durchschaffen. Wenn wir es durchschaffen, sind ca. 80 Meilen. Ja. Dann war's. Es ist sonnig, es ist schönes Wetter, wir haben eigentlich guten Wind. Gegen Ende in die letzten 40 Meilen müssen wir wahrscheinlich kreuzen. Aber das ist okay. Ich bin schwermütig. Weiß nicht, wie das wird jetzt 3 Monate lang in der Marina. Danke. So, ich habe wieder Mütze an, mache es an. Es ist kalt, es zieht jetzt zu. Hinter mir sieht man es zwar noch nicht, aber die Sonne ist jetzt schon untergegangen. Es wird jetzt langsam ein bisschen dunkler. Ist wahrscheinlich unfassbar laut. Der Wind kommt jetzt von der Richtung, von der er so eigentlich jetzt nicht kommen sollte. Das heißt, wir sind am Wind, es ist böig, aber wir kommen voran. Die Welle ist ein bisschen ungemütlich. Wir haben arge Kränkung, macht keinen Spaß. Ich habe keinen Bock mehr. Wir langsam jetzt einfach. Ich habe echt keinen Bock mehr. Du, Marius. Muss man durch, muss man was sagen, muss man durch. Ja, muss man durch. Wenn er jetzt hat er Wind, kalt und dunkel und nass oder morgen 40 Meilen Motor. Wollte man beide nicht. Boah, reicht jetzt nicht. Wir sind dann noch bis um 4:30, 5 Uhr morgens gesegelt und sind dann total kaputt in der Bucht vor der Marina in Almerimar angekommen. Wir haben uns dann noch ein bisschen schlafen gelegt und sind dann frisch ausgeruht endlich in die Marina gefahren und haben unser Ziel erreicht.